Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Lauskosten und wir machen wieder mal einen Zwetschgenkuchen, aber dieses Mal mit einem Hefeteig und Streuseln drauf. Apropos Hefeteig, den machen wir jetzt zuerst, weil der dann noch gehen muss. In diesen Hefeteig kommt im Gegensatz zu Brötchenteig Butter hinzu. Und zwar weiche Butter. Die geben wir zuerst in die Schüssel, danach den Zucker, noch ein Ei. Das rühren wir natürlich alles richtig kräftig durch. Bevor wir jetzt anschließend das Mehl hinzugeben, geben wir zum Mehl noch etwas Salz hinzu. Weiter bröseln wir noch Hefe in warme Milch hinein. In die warme Milch, wo wir ja vorher ein bisschen Zucker hinzugegeben haben, damit die Hefe Futter hat. So, und dann alles gut und lange durchkneten. Anschließend lassen wir den Teig für 60 Minuten ruhen, damit er sein Volumen schön vergrößern kann. Und die Zeit können wir nutzen, indem wir die Zwetschgen vorbereiten. Die haben wir vorher gewaschen und natürlich abgetrocknet. Die schneiden wir anschließend in 2 Hälften und entfernen den Kern. Weiter nutzen wir noch die Zeit, um den Teig für die Streusel vorzubereiten. Da brauchen wir 4 Zutaten: Butter, Zucker, Mehl und Zimt. Auch die Streusel stellen wir jetzt beiseite und nachdem die Zeit rum ist, die Ruhezeit, kümmern wir uns wieder um den Hefeteig. Genau diesen geben wir in die Springform hinein und drücken ihn platt mit der Hand. Denn er lässt sich wunderbar formen, ohne dass er groß kleben bleibt. Weiter geht's mit den Zwetschgen. Die geben wir auf den Teig drauf. Sollten ein paar Zwetschgen übrig bleiben, kein Problem. Die werden auch von mir schnabuliert. Meistens gebe ich dann auch auf die Zwetschgen noch ein bisschen Zucker drauf. Aber das könnt ihr haben, wie ihr wollt. Wenn die Zwetschgen super süß sind, dann braucht man da keinen Zucker mehr. Gleich danach folgen auch schon die Streusel. Die verteilen wir schön gleichmäßig. Mittlerweile haben wir auch den Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Weil jetzt kommt das Ganze in den Ofen für 35 Minuten. Und wenn das Ganze nicht knusprig genug ist, einfach mal nur Oberhitze anmachen, auf eine höhere Temperatur, ein paar Minuten, dann werden die Streusel so richtig knusprig. Und ich freue mich so richtig, weil er ist was geworden, dieser Kuchen. Er sieht super lecker aus und duften tut das Ganze natürlich herrlich in der Küche. Da genehmigen wir uns mal so ein richtig schönes Stück von dem Kuchen, weil wir haben ihn natürlich jetzt auch etwas abkühlen lassen. Und dann werdet ihr sehen, er wird so richtig gut schmecken, dieser Kuchen. Der Hefeteig ist schön aufgegangen, schön fluffig, schön saftig, so wie das Ganze sein muss. Aber alles hat ein Ende, wie ihr wisst, und deswegen freue ich mich, wenn ihr das mal nachbacken würdet, und ich würde mich freuen, wenn ich euch bei der nächsten Folge sehe. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.